Okay, also es tut mir leid, ich war nicht so ganz vorbereitet, aber die Deutsche Bahn hat mich etwas im Stich gelassen, sage ich mal. Aber das passiert ja heutzutage nicht nur mir, sondern auch vielen, vielen anderen. Insofern bin ich da in guter Gesellschaft und bin froh, dass ich es trotzdem rechtzeitig geschafft habe, hier zu sein. Ja, erstmal, wie gesagt, herzlich willkommen. Ich werde mich kurz vorstellen. Herr Dr. Probst hat mir jetzt freundlicherweise auch die Möglichkeit eröffnet, hier zu sein. Ich werde Ihnen einen Einblick geben in, naja, ich will es einfach mal Kurkuminforschung nennen. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht unbedingt Englisch sprechen muss, aber wenn ich natürlich Fragen auf Englisch bekomme, dann beantworte ich es auch auf Englisch. Das werde ich auch tun. Und ich hoffe, dass Sie damit leben können, dass ich erstmal Deutsch spreche. Ansonsten ist es auch kein großes Problem. Wir können auch jederzeit hinterher diesen Vortrag auch als Handout zur Verfügung stellen, auch in Englisch. Und das lässt sich ja alles per E-Mail und PDF heutzutage gut erledigen. Das ist nicht das Problem. Und ich möchte Ihnen Einblicke geben in, naja, ich sage mal, die neuesten Entwicklungen in der Kurkuminforschung werde Ihnen auch ein bisschen über uns erzählen und über das, was wir eigentlich tun und warum und wieso wir uns diesem Thema neben anderen Themen, die ich dann auch noch habe, so intensiv widmen, weil wir denken, dass wir hier ein sehr, sehr interessantes Produkt haben und das werden Sie gleich noch sehen. Erstmal zu uns, was tun wir? Also wir haben uns durch den Dschungel der regulatorischen Anforderungen, die uns die Behörden immer wieder vorgeben, hindurch gemogelt, ja, sage ich mal, haben eben sind einfach hergegangen und haben den Vorgaben der Behörde einfach Tribut gezollt und haben gesagt, okay, wenn die Behörde sagt, wir produzieren sehr viele Arzneimittel zur Infusion ohne Zulassung, das ist ja das Entscheidende hier, wir haben ja keine Zulassung. Als Apotheke, die eben entsprechend mit Rezepturmaßstab arbeitet, es gibt entsprechende Paragraphen, die uns das erlauben. Und dann müssen wir aber auch bitteschön den Industriestandard einhalten. Und wie sowas aussieht, das zeige ich Ihnen jetzt mal. Das ist gleich ganz interessant. Wir haben inzwischen auch in Heidelberg ein GMP-Labor und können GMP-Wirkstoffe herstellen. GMP ist die internationale Vorgabe für die Industrie, Good Manufacturing Practice. Das heißt, jeder, der Arzneimittel herstellen will und soll sich an diese Vorgaben halten, die international vorgegeben worden sind. Und selbst wenn wir nur in Anführungsstrichen eine Apotheke sind, so sind doch die Herstellungsvorgaben für Infusions- und Injektionslösungen der Industrie gleichzusetzen. Und mittlerweile denke ich, dass es gut so ist. Ja. Was machen wir? Also wir haben inzwischen auch ein Labor in Heidelberg, das die Wirkstoffe herstellen kann im GMP-Maßstab, wenn sie denn auch nicht erhältlich sind. Das ist eben für uns sehr wichtig. Das heißt, wir produzieren unseren eigenen Rohstoff. Und Sie kennen ja die Diskussion, ich meine, Sie kriegen das ja auch mit. Wir haben ja im Moment dramatische Lieferengpässe in der ganz normalen Pharmabranche, also ob es jetzt um den Fiebersaft für die Kinder geht oder um viele andere Dinge, die nicht lieferbar sind. Wir haben seit 60 Jahren in Deutschland kein Penicillin mehr zur Verfügung. Man muss sich das mal vorstellen. Also ich finde das einen absoluten Skandal. Es gibt Leute in Berlin, die denken, wir würden im Keller Penicillin-Tabletten horten und würden sie nicht abgeben wollen. Also das ist völliger Schwachsinn. Wie gesagt, wir sehen wohl die Abhängigkeit von in Anführungsstrichen asiatischen Herstellern. Nur als Beispiel, in Deutschland gibt es 12 Hersteller für pharmazeutische Rohstoffe, in China 5000. Das ist ungefähr so diese Range. Und wenn wir glauben hier in Europa, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dann liegen wir eben einfach falsch. Wir müssen selber sehen, dass wir klarkommen. Und es wird viele, viele Jahre dauern, bis wir Wirkstoffe herstellen können, um unsere Leute hier zu versorgen. Ich sage immer, es ist jetzt nicht unbedingt das Problem, dass Putin uns das Gas abstellt, weil dann frieren wir. Wenn die Chinesen uns keine Antibiotika mehr liefern, dann sterben wir. Ja, so einfach ist es zu Ende. Und das ist etwas, was ich in der
Politik vermisse, diesen Weitblick, aber das geht anderen Leuten sicher auch so. Also wir haben über 150 Mitarbeiter. Warum sind das so viele? Ganz einfach, weil wir eine Apotheke sind und weil Apotheke natürlich viele verschiedene strategische Geschäftsfelder hat. Unter anderem verkaufen wir auch ganz normale Arzneimittel. Über die Qualität möchte ich an dieser Stelle ganz besonders reden. Das ist ein großes Anliegen von mir. Ja, wenn wir Ihnen Infusionslösungen zur Verfügung stellen, wenn wir das tun, was wir im Grunde als Stufe 1 der Therapie ansehen, diese Therapie, Infusionstherapie, muss die größte Sicherheit haben. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich eine Kapsel schlucke. Im Magen passiert relativ viel, der hält auch viel aus. Was ich in die Vene gebe, das muss absolute Qualität haben. Ja, und deswegen reite ich so auf der Qualität rum. Und das ist auch mein großes Anliegen, dass Sie erkennen, dass das wichtig ist. Ja? Kommen wir zum Curcumin. Curcumin hat jemand zu mir gesagt, es war ein Arzt, der kam 2012 und hat gesagt, wir brauchen Curcumin als Infusion. Ich sagte, warum? Ja, sagte der, weil es oral nicht wirkt. Und dann sage ich, okay, da haben Sie recht. Warum? Ist es so? Curcumin ist ein Polyphenol. Polyphenole, die Substanzklasse, ist eine sehr, sehr interessante Substanzklasse. Es ist ja nicht nur das Curcumin, was ein Polyphenol ist, sondern es gibt ja sehr viele andere Wirkstoffe in der Pflanzenwelt, die eben auch auf der Polyphenolbasis sind. Und ich sage Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Sie haben alle schon mal Olivenbäume gesehen und Sie haben alle auch schon mal Olivenbäume gesehen und daran hängende Oliven. Wenn Ihnen das bisher nicht aufgefallen ist, so achten Sie mal drauf, falls Sie wieder mal einen sehen. Es gibt keinen Schädlingsbefall. Olivenbäume haben keinen Schädlingsbefall. Olivenbäume schützen sich. Die Oliven schützen sich mit massiven Polyphenolen, die enthalten sind im Wasser, das in der Olive auch drin ist. Sie schützen sich damit gegen Viren, sie schützen sich gegen Schimmel, Pilze, alles Mögliche. Und diese Substanzklasse der Polyphenole ist deswegen so besonders interessant, weil sie eben natürliche Schutzmechanismen verstärkt. Und warum soll das, was die Olive kann, nicht beim Menschen auch sinnvoll sein? Ja? Und diese Frage haben wir uns natürlich gestellt. Und deswegen kam natürlich das Curcumin ins Spiel, weil Curcumin das Paradebeispiel für ein Polyphenol ist, was solche Wirkungen hat. Nun, da ist Curcumin natürlich nicht gleich Curcumin. Es wird immer wieder gesagt, also das, was in der Kurkuma-Wurzel drin ist, dieses gelbe Pulver, das ist Curcumin. Das stimmt natürlich nicht. Ja? Wir haben in der Kurkuma-Wurzel ein Gemisch aus verschiedenen Substanzen, die sogenannten Curcuminoide, mit wechselnder Zusammensetzung und mit sehr, sehr unterschiedlicher Wirkung. Das heißt, ich habe Substanzen in der Kurkuma-Wurzel, die sind durchaus in der Wirkung völlig anders zu bewerten als Curcumin selber. So, und deswegen können wir daraus auch niemals eine Infusion herstellen, indem wir einfache Kurkuma-Wurzel extrahieren und das Pulver nehmen, weil es nicht validierbar ist. Validierbar heißt bei uns, wir müssen es standardisieren, die Behörde verlangt das und wir müssen vor allen Dingen überprüfen können, was am Ende im Endprodukt drin ist. Und das kann ich nicht, wenn ich nur ein wildes Gemisch habe. Ja? Ich muss mich auf eine Substanz festlegen können. Und das Thema dieses Vortrags, und deswegen gehe ich ja dann auch jetzt irgendwann an diesen Schritt, ist ja diese neue Variante, dass wir das mit Humanalbumin verbinden können. Dazu komme ich nachher noch. Aber erstmal ganz kurz, was haben wir? Ich meine, ab und zu muss man sich auch mit Chemie befassen, das hilft nun mal nichts. Wenn ich das hier, habe ich hier eigentlich so ein Laserding? Geht das? Ist hier ein Pointer? Ganz unten? Ganz oben. Oberhalb der hier? Ah, da, okay, gut. Also, sieht man das? Ja? Okay, hier. Also, ein bisschen Chemie
so mal am Samstagvormittag, schadet nichts. Also wir haben hier dieses interessante, also das, was diese Verbindung interessant macht, das ist diese sogenannte Ketoinol-Tautomerie. Dieses Wasserstoffatom lässt sich sehr leicht abspalten und es gibt eine Doppelbindung zum Sauerstoff und das macht dieses Molekül so interessant, weil es extrem reaktiv wird. Und was es dann kann, ist einfach das, was wir dann sehen. Cocomin hat 28 Targets. 28 Targets, die es anspricht, wenn es in den Körper gelangt. Wenn Sie heute bei der Pharmaindustrie ein Produkt entwickeln, dann entwickelt die Pharmaindustrie ein Produkt für ein Target. Das ist das, was die Zulassungsbehörde will. Die sagen, wir haben hier einen sogenannten Rezeptor, dafür wird ein Produkt entwickelt und dann habe ich ein Target. Das ist auch der Grund, warum Sie den Cocomin niemals registrieren oder zulassen können, weil wie wollen Sie das machen? Cocomin hat 28 Targets im Körper, die klinisch untersucht worden sind und die auch entsprechend festgestellt worden sind, vom TNF-Alpha-Blocker bis zu Wirkungen gegen Tumorzellen ist fast alles dabei. Ja, wir haben ja auch festgestellt 2012 dann, dass es die Aussendung von sogenannten Signalproteinen aus den Metastasen und Tumorzellen verhindert. Das heißt, im Zweifelsfall läuft die Tumorzelle an ihren eigenen Proteinen über und geht kaputt. Ja, auch das kann Cocomin. Und deswegen ist es so schwierig, ein solches Produkt zuzulassen und obendrein ist es für die Pharmaindustrie völlig uninteressant, weil sie es als uraltes Produkt überhaupt nicht patentieren können und alles, was sie nicht patentieren können, bringt kein Geld und was kein Geld bringt, das machen wir nicht. Ja? Und deswegen müssen wir diesen Weg gehen, den wir auch gegangen sind. Eigenschaften von Cocomin, und da sehen Sie schon die allererste unlöslich in Wasser. Und das war natürlich die Herausforderung. Da kommt einer und sagt, naja, machen Sie mal eine Infusionslösung aus Wasser, aus Zeug, was sich im Wasser überhaupt nicht löst. Da sage ich, na, das ist natürlich toll. Ja, aber dafür sind wir Apotheker ja da, dass wir genau das tun, was wir machen müssen, um diese Dinge eben applikationsfähig zu machen. Und dann sehen Sie schon, worin es sich löst. Moment, jetzt habe ich das falsche Ding gedrückt. Augenblick. So, da, hier. Also, wir haben DMSO, Dimethylsulfoxid, ziemlich kritische Substanz. Kann man machen, muss man aber nicht. Alle Patienten riechen hinterher nach Knoblauch, ist ja nicht so schlimm, aber ist natürlich von der Verträglichkeit her nicht besonders toll. Und die FDA hat 1976 DMSO als Hilfsstoff für Infusionslösungen eigentlich schon bereits verboten. Das Verbot besteht heute noch. Gut, dann haben wir Hexan. Naja, also Hexan ist ein Benzin, das wollen Sie nicht im Blut haben. Und dann haben wir Ethanol. Und das wollen viele von uns im Blut haben. Das machen sie fast jeden Tag. Ne? Und deswegen ist natürlich der Weg ganz der einfachste gewesen, zu sagen, na gut, wenn sich halt in Wasser nicht löst, dann lösen wir es halt in Alkohol. Die Leute fühlen sich gut. Ja? Also wenn ich jemanden Alkohol infundiere, dann braucht es sich zu trinken. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Effekt vom Cocomin, sondern wir wollten natürlich eine Formulierung schaffen, die es ermöglicht, die entsprechenden Wirkstoffe auch dorthin zu bringen, wo sie hingehören. Und hier sehen Sie schon das nächste Problem. Cocomin geht kaputt bei pH-Werten über 7. Das heißt, der physiologische pH-Wert ist 7,4. Das heißt, wir haben hier schon das nächste Problem. Das heißt, es war auch die Aufgabe, diese Lösung unter pH 7 zu halten. Ja, weil wenn Sie das nicht machen, dann kriegen Sie halt eine rote Suppe, die keiner mehr verträgt und auch keiner mehr haben will. Und dann kommt eben das hier, was wir hier unten sehen, die 100%ige Eiweißbindungsfähigkeit. Und das hat uns natürlich geholfen. Weil alles, was 100% Eiweißbindung hat, landet und im Blut landet, wird sofort wegtransportiert und zerfällt eben nicht. Und das war der große Vorteil. Gut, was ist unser Cocomin? 1,5 Jahre haben wir dran gebastelt und es ist immer so, es ist wirklich so gewesen, es ist keine Story. Also es gibt ja Nächte, wo man nicht schlafen kann. So, und ja, die gibt's immer. Ja? Die gab's auch bei mir. Und irgendwann nachts um 4 ist mir eingefallen, verdammt nochmal, so könnte es gehen. So könnte es funktionieren. Ja? Und dann rennt man halt morgens um 5 ins Labor und versucht's. Und naja,
dann hat es halt geklappt und deswegen habe ich nach 1,5 Jahren tatsächlich herausgefunden, wie es denn nun wirklich geht und das wurde dann 2013 zum Patent angemeldet. Das Patent wurde 2019 erteilt. Da hatte ich Glück, das dauerte nur 6 Jahre. Also in Europa ging es relativ schnell. Aber in Amerika hat es dann doch 10 Jahre gedauert. Das amerikanische Patent kam letztes Jahr. Das kam auch. Ja? Also auch selbst die Amerikaner, die sehr kritisch sind und 1500 Rückfragen hatten, haben es dann am Ende doch erteilt. So, Nebenwirkungen. Mein Professor hat damals gesagt, als ich in der Prüfung war, 1981, denken Sie immer dran, ein Medikament, von dem behauptet wird, es hat keine Nebenwirkungen, steht im dringenden Verdacht, auch keine Hauptwirkung zu haben. Ja? Und das zieht sich im Grunde durch die gesamte medikamentöse Therapie. Es gibt keine Medikamente, die keine Nebenwirkungen haben, wenn sie denn was bewirken sollen. Natürlich können Sie mit Vitaminen und Mineralstoffen nichts falsch machen, völlig klar. Ja, weil das sind körpereigene Substanzen. Sie können auch mit unserem neuen Produkt Spermidin nichts falsch machen, was Sie sehr, sehr erfolgreich gegen Covid-19 oder entsprechende Long-Covid-Symptomatik einsetzen. Das ist auch eine körpereigene Substanz. Die fehlt aber bei den Leuten, die Long-Covid haben. Ja? Also Substitutionstherapie hat natürlich relativ wenig Nebenwirkungen, aber Infusionstherapie generell hat schon immer Nebenwirkungen gehabt. Es gibt Leute, die sehen eine Nadel und dann fallen die um, ja, und dann haben sie auch, bevor die überhaupt nur einen Tropfen abgekriegt haben. Ja. Aber unser Curcumin hat eben Nebenwirkungen und das Nebenwirkungsprofil ergibt sich aus den enthaltenen Zusatzstoffen, allergische Reaktionen, Erhöhung der Leberwerte durch den Alkoholgehalt. Ich meine, Sie sollten schon, wenn Sie unser Curcumin jemanden verabreichen, vorher fragen, ob er mal Alkoholiker war. Das ist schon wichtig. Ja, die dürfen ja auch keine Schnapspralinen essen, also dürfen sie auch kein Curcumin mit Alkohol kriegen. Hohe Krea-Werte sind auch, naja, nicht kritisch, aber zumindest zu kontrollieren. Und Kopfschmerzen, Übelkeit, Doppelsehen und euphorische Zustände, die kommen halt auch immer vor allem diese euphorischen Zustände, die ich ganz toll finde, wenn die Leute das berichten, weil wir damit nachweisen können, mit diesen euphorischen Zuständen können wir 2 Dinge nachweisen. Zum einen, es kommt im Kopf an, das heißt, es überwindet die Blut-Hirn-Schranke. Im Zweifelsfall können Sie Gehirntumore damit behandeln, was wir auch schon erfolgreich getan haben. Und zum Zweiten, und da komme ich zu dem entscheidenden Punkt in der Komplementärmedizin, wenn Sie Chemotherapie haben, ich bin ja nicht derjenige, der gegen die Chemotherapie ist, im Gegenteil, die Leute sollen ja zusätzlich was tun. Ja? Ich will den Schulmedizinern ja ihre Therapie nicht ausreden. Aber Komplementärmedizin, so wie wir sie verstehen, ist die Antwort auf die Frage, Herr Doktor, was kann ich sonst noch tun? 90% der Chemotherapiepatienten stellen diese Frage. Und wenn der Arzt die Antwort nicht hat, ja, dann hat er die Kontrolle verloren. Und das ist das Problem. Ja. Und wir können nachweisen, das haben wir in der Studie nachgewiesen, 2017 in Armenien, die haben wir gemacht. Wir haben dort Curcumin getestet gegen Placebo, also Curcumin plus Taxol getestet gegen Placebo plus Taxol und haben festgestellt, dass in der Gruppe, die Curcumin bekommen hat, nicht ein einziger Fall von sogenannten Chemobrain aufgetreten ist. Und das sind genau die psychischen Störungen, die Chemopatienten haben. Wenn sie wahrnehmen, dass sie an Krebs erkrankt sind, wenn sie wahrnehmen, dass sie Chemotherapie kriegen, wenn sie wahrnehmen, dass sie Nebenwirkungen hat, dass ihnen die Haare ausfallen und dass es ihnen schlecht geht. Dann fangen die nämlich an, psychische Störungen zu kriegen und am Ende des Tages wird vielleicht sogar die Chemotherapie abgesetzt, ausgesetzt oder reduziert und das ist dann der Anfang vom Ende. Das heißt, wir können im Grunde damit mit dem Curcumin, den Einsatz durch Curcumin verhindern, dass Patienten ihre Chemotherapie vorzeitig beenden oder dass entsprechende Dosierungen runtergesetzt werden müssen. Und das ist ein wichtiger Punkt. So, hier sind die Patentschriften. Also ich habe das nur mal hier aufgelistet, nicht weil ich das unbedingt machen will, weil ich stolz drauf bin, sondern weil es einfach so ist, dass dieses Produkt nicht kopiert werden darf. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, hier ist das Amerikanische, das ist ja toll, also ich finde die immer ganz toll, die Amerikaner. Also wenn sie mal 10 Jahre warten müssen und kriegen dann so ein Ding, ja, dann können sie mal eine Flasche Sekt aufmachen. Ja, ne, das sieht schon viel schöner aus als das bei den Europäern. Ja, also die Veröffentlichung ist dann etwas nüchterner hier, aber
Worauf ich jetzt raus will, ist das hier. Jeder von Ihnen, der therapeutisch tätig ist, der Substanzen einsetzt, die, ich sag mal, nicht zugelassen sind, der soll sich von dem oder müsste sich oder sollte sich von dem, der sie herstellt, diese Zertifikate zeigen lassen. Weil diese Zertifikate Auskunft darüber geben, wo der Wirkstoff her ist. Und wenn Sie heute die regulatorischen Anforderungen sehen, dann dürfen Sie Wirkstoffe aus China und Indien nicht einsetzen, wenn sie nicht GMP-zertifiziert sind. Da ist sogar der Import verboten und das ist eine Straftat. Also wenn ich auf die Idee kommen würde, 10 Kilo Kurkumin aus China zu importieren und das zur Infusion zu verarbeiten, habe ich einen Staatsanwalt im Haus. Ja? Deswegen, hier, Lieferant, Spanien, ja, müssen wir sehen, dass diese Produkte aus der EU kommen und das ist manchmal ein sehr weiter Weg, weil auch diejenigen, die diese Zertifikate erstellen, müssen es ja auch irgendwo herbekommen. Und da Kurkuma nun mal nicht in Europa wächst, naja, dann kommt es eben halt aus Asien. Aber es sind eben verschiedene Schritte notwendig. Und Zertifikate für Rohstoffe sind aussagekräftig für denjenigen, der die Rohstoffe zur Arzneimittelherstellung benutzt, aber auch für den, der das Arzneimittel dann anwendet, weil der soll nämlich sehen, wo es herkommt. Und das ist wichtig. Also lassen Sie sich diese zeigen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass wir nachweisen müssen, dass diese Wirkstoffe eben tatsächlich sauber sind. Ja, was nützt mir das schönste Kurkumin, wenn ich eine Cadmiumbelastung habe und Sie hinterher die Leute mit Vergiftungserscheinungen da liegen haben? Das braucht kein Mensch. Ja. So, jetzt kommen wir zu diesem Thema Qualität, was mich sehr bewegt. Kurkumin ist eine sehr problematische Substanz. Dazu komme ich dann noch. Was wir hier machen, oder was Sie hier sehen, ist ein sogenanntes HPLC. HPLC heißt im Klartext Hochdruckflüssigkeitschromatographie. Das bedeutet, es ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Sie haben eine Säule, da ist ein Silikat drin und Sie geben ein Lösungsmittel drauf und Sie geben Ihre Lösung drauf, die Sie untersuchen wollen und dann warten Sie, bis dieser Peak erscheint. Das heißt, Sie haben eine bestimmte Zeit, nachdem dieser Peak kommt und so hoch wie der Peak ist, so hoch ist Ihre Konzentration. Das ermöglicht es Ihnen gegenüber einer Referenzsubstanz, deswegen gibt es immer zwei Kurven, hier zu zeigen, ist der Peak genauso hoch, sind Sie genauso an der 100%-Marke und haben das, was Sie haben wollen. Und nun ist es aber so, dass es auch andere Kurkuminpräparate gibt, die zur Infusion angeboten werden und die sehen dann so aus. Hier ist der entsprechende Peak der Referenzsubstanz in blau, hier ist der in rot. Das heißt, wir weisen dann bitte schön nach, dass wir bei anderen Produkten plötzlich nur 88% Gehalt haben und nicht 100. Dann kann man sich mal überlegen, woran das liegen könnte. Das ist das Konkurrenzpräparat 1 und hier gibt es das zweite. Das ist noch schlimmer. Hier sehen Sie nämlich einen zusätzlichen Peak. Das heißt, wir haben noch nicht nur einen verminderten Gehalt an Kurkumin, sondern wir haben auch noch Zerfallsprodukte. Und wenn Sie in einem Produkt ein Zerfallsprodukt haben und das nicht deklarieren, dann haben Sie auch ein Problem. Das ist verboten. Ja? So, warum ist es so? Ganz einfach. Wenn Sie ein Patent haben, dann darf natürlich keiner dagegen verstoßen und deswegen ist unsere Rezeptur, Moment, jetzt bin ich wieder weiter, ist unsere Rezeptur eben auch nicht angreifbar und wir haben ein Verhältnis und jetzt kommt wieder ein bisschen Pharmazie dazu. Wenn Sie ein Produkt in Lösung bringen wollen und ein Produkt in Lösung bringen wollen, das nicht wasserlöslich ist, brauchen Sie Zusatzstoffe. Zum Beispiel Ethanol. Sie brauchen aber auch noch einen Lösungsvermittler. Und je höher der Gehalt an Hilfsstoff ist, umso problematischer wird das Produkt. Ganz einfach deswegen, weil Sie zu viele Zusatzstoffe brauchen, die dann wieder Nebenwirkungen machen können. Bei uns ist das Verhältnis Wirkstoff zu Hilfsstoff 1:7. Das macht mich nicht glücklich, dass ich für einen Teil Wirkstoff 7 Teile Hilfsstoff brauche. Aber es geht nun mal nicht anders, weil irgendwo kann ich die Naturwissenschaften nicht manipulieren. Die Konkurrenz
nimmt Cyclodextrin. Warum nimmt sie Cyclodextrin? Damit sie nicht gegen mein Patent verstößt. Was machen die? Die nehmen ein Verhältnis von 1 zu größer 100. Das bedeutet, ich brauche für einen Wirkstoff 100 Teile Hilfsstoff. Das heißt, es werden 24 Gramm Zusatzstoff benötigt. Naja, das müssen Sie sich vorstellen. Ja? Wenn ich einen Wirkstoff habe und brauche 100 Teile eines Hilfsstoffes, um ihn in Lösung zu bringen, naja, dann traktiere ich meine Patienten mit 24 Gramm Zucker, weil Cyclodextrin ist nichts anderes, es ist eine runde Glucose, ne? runder Zucker. Wenn ich die 24 Gramm Zucker drin haben will, beim Patienten, der einen Tumor hat, das können Sie selber entscheiden, ob Sie das wollen oder nicht. Ich finde das nicht gut, ja? Aber das ist Zucker und Tumor, naja, das ist ein eigenes Thema, aber darüber brauche ich Ihnen nichts zu erzählen. So, was habe ich gemacht? Ich habe eine sehr, sehr nette Kollegin. Die allerdings ist keine Pharmazeutin, die Frau ist Lebensmittelchemikerin. Und deswegen ist im ganzen Pharmabereich diese Dissertation von 2006 irgendwo untergegangen, ja? Weil sie in der Lebensmittelchemie war. Und ich habe mit der Dame gesprochen und die hat etwas getan, was vorher noch niemand gemacht hat und was uns sehr genutzt hat. Sie hat nämlich untersucht, was macht denn eigentlich Curcumin im menschlichen Körper? Wenn das jemand macht, muss ich das nicht machen. Ja? Das kann man, also in Wissenschaft ist ja so, ich kann ja auch in Anführungsstrichen abgucken. Ich will nicht sagen abkupfern oder klauen, sondern ich hole mir halt Informationen aus der Literatur. So, und die hat natürlich beschrieben, was passiert, wenn ich Curcumin mit Wasser zusammenbringe. Und das ist natürlich das Gleiche, was passiert, wenn ich wie die Konkurrenz Cyclodextrin verwende, um Curcumin zu komplexieren. Das Zeug ist auf Wasserbasis. Was auf Wasserbasis ist, wird nicht funktionieren. Sobald es freigesetzt wird, geht es kaputt. So. Das heißt, wir haben hier das Problem, dass der Arzneistoff im Körper nicht frei vorliegt und dass er erst aus dem Hilfsstoff freigesetzt werden muss. So, aber dazu braucht der Körper natürlich Möglichkeiten. Ich kann nur was freisetzen, wenn ich auch Möglichkeiten habe. Ich brauche Enzyme, ich muss den Ring knacken, ich muss sehen, dass das Zeug da rauskommt. Das gelingt aber nicht. Ja? Und damit habe ich eine schlechte Arzneimittelfreigabe, ich habe auch eine schlechte Bioverfügbarkeit. So. Und deswegen muss man eben genaue Kenntnis von Ladung und Molekülgröße haben, um eine gewisse Freisetzung zu erzielen. Und ich muss vor allen Dingen die überprüfen, ob die auch stattgefunden hat. Und das ist hier nicht erfolgt und das ist auch nicht bekannt. Also wenn niemand weiß, in welcher Form und in welcher Rate und in welcher Zeit überhaupt Curcumin aus einem Cyclodextrin-Komplex freigesetzt wird. Wir wissen das ganz genau, wir haben eine Pharmakokinetik gemacht. Bei uns ist es klar. Wir wissen, dass nach 2,5 Stunden die Metaboliten auftauchen. Das heißt, wir haben nach 2,5 Stunden Halbwertszeit die Hälfte der Substanz im Körper verloren. Und daraus wissen wir auch, wie wir dosieren müssen. Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich kann es sogar noch einfacher machen. Ich kann jedem von Ihnen eine Curcumin-Infusion geben und wenn Sie nach 2,5 Stunden die Toilette aufsuchen, dann werden Sie im Urin quietschegelbe Metabolite vorfinden, nämlich die sogenannten Curcuminoide, die dann als Glucuronid ausgeschieden werden. So, was ist hier passiert? Ja, wir können das sehen, das ist die Dame, die das 2006 gemacht hat. Die hat festgestellt, bringe ich Curcumin, Wasser zusammen, dann entstehen ganz viele Produkte, Zerfallsprodukte und das sieht in dem HPLC so aus, wie es hier aussieht. Dann bleibt nur noch das bisschen an Curcumin übrig, der Rest ist irgendwelcher Kram. Sie haben vorhin meinen HPLC gesehen, da war ein Peak. Ja? Hier sehen Sie, da ist alles Mögliche. Und beim Curcumin ist noch ein bisschen, ganz kleines bisschen. So. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn Sie therapieren wollen und es kommt nichts an. Und Sie wissen es gar nicht. Ja? So, Pharmakokinetik, hier sehen Sie genau, was passiert. Curcumin, Dihydrocurcumin, das kennen wir alles, wir haben das untersucht. Tetrahydrocurcumin, das ist übrigens weiß, eignet sich hervorragend für kosmetische Zwecke, weil jemand sich was Gelbes ins Gesicht schmieren, aber weiße Sachen sind schön. Dann zu diesem Produkt und so weiter und so weiter. Das heißt am Ende des Tages,
sehen wir Folgendes. Wir sehen im Kulturmedium und im Phosphat, selbst gepuffert und im Kulturmedium, dass nach 4 Stunden nur noch 40% vom Curcumin da sind, wenn Sie mit Wasser arbeiten. Also es gibt eine, ich nenne es einfach mal, natürliche Feindschaft von Curcumin und Wasser. So, deswegen ist unser Curcumin völlig wasserfrei. Solange es in der Flasche ist, ist es wasserfrei. Wenn Sie es in die Infusionslösung geben, haben Sie 4 Stunden und dann ist das Produkt auch im Eimer, ja, weil das flockt nämlich aus. Ja, also 4 Stunden Infusionszeit, garantiert 100% und danach ist Schluss. Deswegen kann man es auch nicht fertig im Wasser liefern, sondern es muss immer im Fläschchen sein. So. Curcumin, ja. Ich werde ja immer wieder gefragt, und das ist ja auch ein großer Bestandteil von unserem Service, dass wir denjenigen, die mit unserem Curcumin therapieren wollen, auch Leitfäden geben und Richtlinien, wie sie es denn machen sollen. Und wir haben natürlich jederzeit entsprechende Unterlagen da, wo wir Ihnen zeigen können. Es gibt auch ein Video bei YouTube, wo die Infusion gezeigt wird, wie wird es gemacht. Es ist immer vorteilhaft, man legt erst die Kochsalzlösung an, lässt die 5 Minuten laufen und gibt das Curcumin in den Beutel, damit es nicht so schnell anflutet, um Nebenwirkungen zu verhindern. Sie kriegen in der Regel dann auch keine. Wer ganz sicher gehen will, gibt vorher 4 Milligramm Dexamethason, dann passiert sowieso schon mal gar nichts. Ja. Aber es ist eben so, kein Mittel mit Wirkung, ohne Nebenwirkung. So, und wir haben die Therapieschwerpunkte hier mal aufgelistet. Dass es stark inflammatorisch wirkt, es wirkt antitumoral, antimetastatisch. Die beiden Sachen haben wir durch die Studie 2017 in Erivan nachgewiesen. Und es wirkt eben chemoprotektiv, das habe ich Ihnen vorhin erzählt. Wir haben Erfahrungen bei Brustkrebs, Lungenkrebs, Eierstockkrebs, Prostatakrebs und Leberkrebs. Natürlich nicht immer alleine, aber auch manchmal als Monotherapie. Bei Leberkrebs ist die Gabe von Artesunat extrem wichtig, da komme ich noch drauf, und Eisen. Aber auch da kriegen Sie natürlich gute Erfolge. Auch beim Prostatakrebs können Sie relativ schnell und sicher PSA-Werte deutlich senken. Wie gesagt, auch beim Hirntumor haben wir bewiesen, dass es wirken kann. Wir haben Patienten mit Astrozytom, die dann auch praktisch verschwunden sind. Das funktioniert. Es funktioniert nicht immer, aber es ist eine Chance. So. Therapieschwerpunkt, ich sage ja, es verhindert die Neubildung von Tumoren. Also das hat mein Marketingmann ein bisschen falsch dargestellt. Also eigentlich ist es Metastasen verhindert. Und wir haben diese Erfahrung gemacht und wir haben auch diese Studie gemacht. Und in der Studie kam raus, in der Verum-Gruppe mit Curcumin 75% weniger Metastasen als in der Gruppe, wo kein Curcumin gegeben wurde. Das war für uns ein bisschen schwierig, weil die Patienten müssen ja sehen, ob sie ein Placebo oder ein Verum kriegen. Wenn sie eine quietschegelbe Substanz haben, dann wird es natürlich schwierig, weil wenn sie dann Placebo geben und das ist nicht gelb, dann haben sie ein Problem. Ja? Da haben wir dann Riboflavin verwendet, dann war das auch schön gelb und dann hat das ganz gut funktioniert. Also wir haben praktisch das Curcumin gegen Riboflavin getestet, aber das hat ja bekanntlicherweise als Vitamin keine weiteren entsprechenden Wirkungen im Krebsbereich. So. Was wir auch festgestellt haben, es werden auch Tumorstammzellen angegriffen. Es gibt noch ein weiteres Präparat aus unserer Palette, das kann. Das zeige ich Ihnen dann noch. So, das ist nämlich, ach so, das kam ja schon hier, das ist nämlich das Chogaol. Chogaol ist etwas verwandt mit dem Curcumin, das kommt aus dem Ingwer. Und wird von uns auch entsprechend, ist leider sehr teuer, weil es eben entsprechend auch aufgereinigt werden muss und in sehr geringe Konzentration in der Ingwerwurzel nur vorliegt. Und die Patienten, die das kriegen, die haben während der Infusion permanenten Juckreiz, der hört aber auch sofort auf. Ja. Jetzt wollte ich aber, ich habe aus Versehen da drauf gedrückt, nochmal zurückgehen zum Curcumin. Und wollte Ihnen zur neuesten Entwicklung von dem Curcumin mit dem humanen Serumalbumin etwas sagen. Wir haben lange damit gewartet, weil wir wollten natürlich das Curcumin nebenwirkungsfrei haben.
Nebenwirkungsfrei ist die Substanz ja als solche selbstverständlich in sich schon, ja, weil sie einfach keine Nebenwirkungen hat. Aber wir haben natürlich durch Lösungsvermittler und Alkohol das Problem, dass wir diese Nebenwirkungen in Anführungsstrichen künstlich eben erzeugen oder zumindest damit leben müssen. Das heißt, der Sinn war, Curcumin an Humanalbumin zu binden, um eine Trockensubstanz zu schaffen, mit der wir dann, die dann aufgelöst werden muss und die dann eben ohne Hilfsstoffe auskommt. Das geht aber nur, wenn ich es an Humanalbumin binde. Dann haben wir das Problem, dass Humanalbumin ein Blutprodukt ist. Blutprodukte sind in Deutschland problematisch. Warum? Weil sie zum einen nicht unbegrenzt verfügbar sind, zum anderen wechselnde Qualitäten haben und zum dritten dokumentationspflichtig sind. Sie können mit Humanalbumin im Grunde eigentlich gar nicht arbeiten, ohne gegen diverse Gesetze zu verstoßen. Deswegen haben wir es nie gemacht. Jetzt gibt es seit letztem Jahr die Möglichkeit, sogenanntes rekombinantes Humanalbumin einzusetzen. Und das ist die neue Information, die ich eben auch heute mitgebracht habe. Rekombinantes Humanalbumin hat den Vorteil, es ist nämlich kein Blutprodukt mehr. Sie können dieses rekombinante Humanalbumin mit den gleichen Eigenschaften wie das menschliche Humanalbumin 1:1 einsetzen, ohne es dokumentieren zu müssen. Es ist kein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, sondern es gilt im Grunde als Hilfsstoff. Und wir können es eben dann auch einsetzen, ohne dokumentieren zu müssen und ohne eine Herstellungserlaubnis dafür zu brauchen. Denn wenn Sie ein Hersteller sind, der Blutprodukte verändern will, und das würden wir tun, wenn wir Humanalbumin an Curcumin binden, dann würden Sie eine Herstellungserlaubnis brauchen. Und wenn Sie die nicht haben, dann kommt schon wieder der Staatsanwalt, weil der kommt ja dauernd bei uns. Ja? Und deswegen haben wir so lange gewartet, bis wir ein verfügbares Humanalbumin haben, das gentechnisch hergestellt wird und das eben kein Blutprodukt ist. Sie können sich natürlich vorstellen, dass es deutlich billiger ist, menschliches Blut als Quelle zu verwenden, als rekombinantes Humanalbumin herzustellen. Der Faktor liegt ungefähr bei 1:10. Ja, also das muss man sagen. Aber dafür haben Sie auch ein absolut sicheres Produkt, das völlig allergiefrei ist, weil Sie haben ja noch, beim Blut haben Sie ja Eiweißstoffe noch drin, die werden Sie nicht los, Fremdeiweißstoffe, auch wenn Sie ein Humanalbumin haben, das möglichst aufgereinigt ist, werden Sie die nicht los. Bei dem rekombinanten Humanalbumin haben Sie die nicht, weil es gibt ja keine Blutgrundlage. So, wir hoffen, dass es noch etwas billiger wird. Zurzeit, wir haben auch festgestellt, dass wir für die Wirkung, die 300 Milligramm Curcumin in der normalen Infusion haben, nur 35 Milligramm Curcumin im Humanalbumin gebundenen haben, weil das einfach komplett schneller in die Zelle rauscht und sie haben dann natürlich auch keine Verluste auf dem Weg. Ja? Das bedeutet im Klartext, wir haben ungefähr einen Faktor 1:4 von den Kosten her. Ja? Also man muss ungefähr für eine Therapie ungefähr das Vierfache rechnen, als wenn Sie die normale Infusion einsetzen. Aber wir hoffen, dass es in Zukunft billiger wird. Je mehr wir beziehen können, umso billiger wird es. Immer je mehr man kauft, umso billiger wird es. Und das gebe ich natürlich gerne weiter, damit wir möglichst bald in diesen Bereich kommen, dass wir dieses Humanalbumin gebundene Curcumin verwenden können. So, wie viel Zeit habe ich noch? Ich will nicht überziehen. Ja. 5 Minuten? Wenn noch Fragen, ja, also ich. Fragen gibt, dann wäre es schön, wenn ich aufhören würde. Gut, also dann gehe ich einfach, dann mache ich einfach mal so. Ich wollte auch ein bisschen kurzweilig sein. Ich gehe einfach mal noch mal kurz durch. Artesunat hatte ich gerade erwähnt, Leberkrebs, Lebermetastasen zusätzlich geben. EGCG, Epogallocatechingalat, kennt jeder aus dem grünen Tee. Gibt es mittlerweile als 500 Milligramm wässrige Infusion bei uns. Haben wir 1,5 Jahre nicht gehabt, weil es keinen Rohstoff gab. Jetzt sieht es wieder besser aus. Im Moment arbeiten wir dran, dass es funktioniert. Absolut neu ist die Weihrauchinfusion. Jeder, der weiß, dass Weihrauch ein Harz ist, wird sich wundern, wie kann man Harz infundieren? Ganz einfach. Wir nehmen das Prinzip, was wir bei Curcumin auch haben. Wir nehmen die eine Substanz, die wirkt, nämlich Alpha-Ketoboswelliasäure und verarbeiten sie zur Infusion. Sehr wirksam bei Rheuma. Also wenn Sie einem Rheumatiker Curcumin und Boswene geben, dann läuft er wieder, ja, und hat auch keine Schmerzen mehr. So, ja,
Fertigung nach Industriestandard. Hier sind ein paar Fotos aus unserem Labor. Das ist jetzt nicht gefaked, das ist wirklich unser Labor. Ne? Also so füllen wir die Flaschen. Das sind meine Leute. Hier wird Kurkumin abgefüllt. Das sieht man auch deutlich. Und wir müssen auch die ganzen Prüfungen machen. Und hier nochmal zum Plus. Also bitte halten Sie sich an das, was Sie können. Infundieren Sie die Dinge, die Sie kennen. Ja, lassen Sie sich beraten, wenn Sie es nicht kennen. Und halten Sie Abstand von solchen Infusionen. Ja? Ich sage immer, eine orale Sturzinfusion ist immer besser als eine intravenöse. Ja? Und das bitte nicht nachmachen. Und alles andere können Sie bei mir und bei unserem Team gerne erfragen und beschaffen. Ja? Meine Kollegin sitzt ja auch draußen, das wissen Sie ja schon. So. Es gibt keine Patienten, es gibt keine Therapeuten, es gibt nur Menschen.